Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch zu dieser Thematik eine Botschaft durchzugeben, die so sehr, wir wollen important sagen, aber sie ist einfach sehr potent. Denn jeder von euch weiß, wie es ist, wenn der eigene Anspruch nicht erfüllt zu sein scheint. Die Frage ist, woher kommt der Anspruch? Und damit sind wir direkt in dem Thema, das wir adressieren möchten, der eigene Anspruch. Der eigene Anspruch ist meistens eine Mischung aus verschiedenen Ansprüchen, die existieren. Der Anspruch des Umfeldes, der Anspruch des Kollektivs, des Massenbewusstseins, des gespeicherten Bewusstseins. Der Anspruch also, der die Gesamtheit aller Ansprüche ist, dominiert von den mehr vordergründigen Ansprüchen in deinem Umfeld, tieferen Ansprüchen in deinem Leben, die du erfahren, erlebt hast. Zum anderen ist der eigene Anspruch bestimmt durch die ganz eigene Herzensklarheit. Der eigene Anspruch in seinem Kern ist nichts anderes als dem gefolgten Herzen, ist nichts anderes als der Energie, die durch dich hindurch sprudelt und sich ausdrückt. Genau so, wie sie sich in jenem Moment ausdrücken will. Der eigene Anspruch ist zum einen definiert durch das, was du an Erwartungen hast, kreiert durch all das, was du im Umfeld durch dich wahrnimmst, und zum anderen das, was du fühlst, was sich für dich stimmig und richtig und vollkommen anfühlt. Und so möchten wir dich ermutigen, allen Anspruch, der von außen kommt, beiseite zu legen, ihn liebevoll zu wissen. Es gibt diesen Anspruch. Es gibt meine Erwartung an den Anspruch der anderen, des Feldes, des Kollektivs, der allen. Das darf alles sein. Ich lasse diesen kollektiven Anspruch sein. Und bin damit ganz in meinem ganz eigenen Anspruch, der nichts anderes ist als das Sprechen des Herzens, der Spruch des Herzens. Würdest du an einem geflügelten Wort etwas ändern? Nein, das geflügelte Wort ist zu einem geflügelten Wort geworden, ohne die Manipulation eines anderen. Aus dem Moment heraus entstanden, perfekt so, wie es ist, ohne vervollkommnet werden zu müssen. Und hier sind wir genau an einer entscheidenden Stelle, denn das vervollkommnet werden müssen steht dem natürlichen Vervollkommnen gegenüber. Es gibt ein natürliches Vervollkommnen, eine natürliche Vervollkommnung, der, wenn ihr Gewährung erlaubt wird, nichts im Wege steht. Natürliche Vervollkommnung prägt sich aus, indem du etwas tust und 3 Monate später den Impuls hast, dorthin zurückzugehen, eine Ecke zu schleifen, eine Kante hinzuzufügen, eine Farbe neu zu gestalten. Die natürliche Vervollkommnung folgt deiner ganz eigenen inneren Uhr. Auch sie ist bestimmt durch die Energie, die fließt. Sie ist nicht erzwungen durch deinen Verstand.
Der eigene Anspruch kann entweder aus dem Herzen kommen oder aus dem Verstand. Und so ist der eigene Anspruch aus dem Verstand verknüpft mit so viel, was du abbilden möchtest, gegenüber anderen, gegenüber dir selbst, dem Bild, das du abgeben möchtest. Bist du in diesem verstandesmäßigen Anspruch von Abgeben eines bestimmten Bildes, kannst du niemals, niemals Zufriedenheit erfahren, denn immer wird es irgendetwas geben, was noch vervollkommnet werden kann, noch vollkommener sein kann, noch verbessert werden kann. Es ist ein Fass ohne Boden, ein Leben ohne Ende, was du dafür brauchen würdest, um diese Vervollkommnung zu vervollkommnen von Verstandesebene aus. Die Vervollkommnung der Vervollkommnung vom Herzen aus ist stets die Vollkommenheit in jedem Moment. Das unvollkommene Bild ist genauso vollkommen in dem unvollkommenen Moment, wie es vollkommen ist in dem vollkommenen Moment, wie es vollkommen ist in dem vervollkommnenden Moment. Der Moment, in dem der Ausdruck ist, der er ist in seiner Kombination von Ausdruck und Moment vollkommen. Denn genau diese Form der Vollkommenheit, dieser Zustand der Nicht-Vollkommenheit, könnte man sagen, ist das Vollkommene für den Moment. Und so möchten wir dich und euch ermutigen, die Unvollkommenheit zuzulassen, die Unvollkommenheit zu erlauben im Prozess und jenseits des Prozesses. Viele von euch sagen, ja, innerhalb des Prozesses ist es erlaubt, dass nicht alles vollkommen ist. Innerhalb des Prozesses ist es erlaubt, dass mal hier und mal dort etwas durcheinander ist. Das ist der Prozess. Das braucht der Prozess. Andernfalls wäre es kein Prozess und könnte es niemals in eine Wandlung kommen. Es braucht eine gewisse Unordnung, ein gewisses Durcheinander, ein gewisses Chaos für die Neuentstehung, die Neuerschaffung. Innerhalb des Prozesses erlaubt ihr euch die Unvollkommenheit. Doch dann definiert ihr diesen Prozess als, da muss er zu Ende sein, da muss alles vollkommen sein und wehe dem, da ist noch etwas unvollkommen, deinem Anspruch gemäß. Oh, und wenn es um andere geht, auch deren Anspruch gemäß. Ein Fass ohne Boden, ein Leben ohne Ende, das du bräuchtest, um dies zu erfüllen, von Verstandesebene aus. Es ist also von unendlicher Bedeutung, die Ebene des Verstandes hier liebevoll sein zu lassen und die Ebene des Herzens zu erlauben. Das Herz kennt nur Vollkommenheit, das Herz sieht die Zusammenhänge des Prozesses, der endlos ist, denn alles ist immer im Wandel. Würdest du wollen, dass irgendetwas in eine Form gebracht und dort gehalten wird, ist es dem Zerfall ausgesetzt. Nichts, das sich nicht ständig wandelt und den neuen Frequenzen anpasst, bleibt auf ewig. So ist dein Körper im ständigen Wandel, passt sich ständig neu an deinem Leben, dem, was du im Leben erleben willst, erleben sollst, auf der Erde bist, um zu erfüllen. Und so passt auch dein Geist, dein Spirit, dein Ausdruck, dein Sein, die Welt um dich herum, alles, jeder Gegenstand sich an die Zeit an. Stell dir vor, wie es wäre, wenn alles, was du um dich herum hast, immer wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren würde. Du machst einen Kratzer in deinen Schreibtisch und dieser kehrt sofort in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Du stellst den Schreibtisch um, er kehrt sofort an seinen alten Ort zurück. Du stellst den Schreibtisch an einen sonnigen Platz, dekorierst ihn wunderschön, lädst jemanden ein, mit dir diesen Schreibtisch zu sehen und siehe da, er ist nicht dort, wo du ihn platziert hast. Er ist an seinem alten Ort, ohne Kratzer, ohne diesen wunderschönen
Platz und die Einrichtung, die du vorgenommen hast, alles ist, wie es ursprünglich war. Wo wäre da die Freude der Schöpfung? Wo wäre da die Freude des Prozesses? Wo wäre da die Freude der Vollkommenheit? Die Vollkommenheit von gestern ist nicht die Vollkommenheit von heute. Und so ist jeder Anspruch ein Anspruch für diesen Moment. Wir möchten dich also um ein weiteres ermutigen. Und zwar darum, den Anspruch des Moments zu erlauben. Willst du wissen, was für jetzt und diesen Moment für dich das zu Tunende ist? Dann fühle hinein, wozu du Inspiration verspürst und folge genau dem. Ah, ich sehe, dass hier etwas schief ist, ich müsste das richten. Ich fühle, dass ich dies und das machen möchte. Etwas anderes als dieses, das ich richten müsste. Du hast die Wahl zu richten, obwohl dir nicht nach Richten ist, oder dem zu folgen, was du fühlst, wonach dir gerade ist. Für die Klarheit und für die Nachvollziehbarkeit deines Verstandes von dem bisher Gesagten erwähnen wir jetzt dies. Das, was du als unvollkommen wahrnimmst, kommt aus deinem kritischen Denken. Das kritische Denken kennt nur eine Vollkommenheit. Die Vollkommenheit, die kollektiv anerkannt ist. Löst du dich von dieser Vollkommenheit, gibt es eine neue Vollkommenheit. Eine Vollkommenheit, die in sich stimmig ist, für Harmonie beim Betrachter wirkt, die in ihrer Wirkung viel tiefer geht als jede glatte Vollkommenheit, die dem Kollektiv entspricht. Es ist wie mit dem Menschen, wie mit der Optik des Menschen, seine Schönheit setzt sich zusammen aus der Asymmetrie in der Symmetrie, dem Unvollkommenen im Vollkommenen. Und so ist nicht rechts gleich wie links. So ist nicht die eine Hand ebenso geformt wie die andere. Im groben Ja, im feinen Nein. Betrachte deine Hände und finde die Unterschiede. Und genau so verhält es sich mit allem, was du selbst in die Kreation bringst. Du kannst wie eine künstliche Intelligenz, und selbst die künstliche Intelligenz ist sowas von viel smarter geworden, dass diese auch nicht symmetrisch handeln würde in diesem Beispiel. Und doch nehmen wir es als Beispiel, du kannst wie eine künstliche Intelligenz die Dinge so zusammenstellen, wie ein programmiertes System die Dinge zusammenstellen würde. Glatt und gleich. Oder du kannst dem Sprudeln deines Herzens folgen und dich überraschen lassen, was am Ende dasteht. Wir möchten dich daran erinnern, wie viel Wert Kunstgegenstände, die von Hand gefertigt sind, nach wie vor in dieser hochdigitalisierten Welt haben. Bilder, die von Hand gemalt wurden, haben einen so großen Wert für den Betrachter, für den Vollbringer, für die Welt. Jedes solches Bild, jedes solches handgefertigte, in Form gebrachte, ist ein Portal, durch das hindurch etwas fließt. Je mehr du in dem Prozess des Erschaffens dich ganz dem Erschaffen hingibst, dem sprudelnden Quell deines Herzens, der Energie, die durch dich durchfließt, den Impulsen, die sich dir zeigen, desto vollkommener die Frequenz, die übertragen wird, desto harmonischer die Frequenz, die übertragen wird, desto inspirierender, desto natürlicher, desto einladender, desto liebevoller die Frequenz, die übertragen wird. In jedem Tun also, in dem du dich mit deinem eigenen Anspruch konfrontiert siehst, laden wir dich ein,
dem sprudelnden Quell deines Herzens zu folgen, der Inspiration nachzugehen, statt abzuarbeiten, was du denkst, was gemacht werden muss. Und hier heißt es nicht, dass du sitzen und warten musst, bis du endlich die Inspiration erhältst. Weißt du, was der nächste Schritt ist? Folge diesem Schritt. Doch drängt sich dir etwas anderes auf, dann gib dem nach und halte dich nicht fest in einem Schritt, der gerade nicht der Schritt ist, da sich dir etwas anderes zeigt. Ganz greifbar kann es sein, dass wenn wir hier von einem Bild zum Beispiel sprechen und du dabei bist, ein solches Bild zu kreieren, dass du siehst, dass dort eine Asymmetrie passiert ist und weißt, dass dieses Passiertsein ein Ausdruck von alles geschieht für mich ist. Du darfst diese Asymmetrie lassen. Fühlst du zu einem Zeitpunkt den Impuls, diese Asymmetrie aufzulösen, dann ist es wie das Auflösen einer Dissonanz in der Musik. Die Dissonanz hat zu dem Streben nach der Harmonie geführt und darf jetzt aufgelöst werden. Jetzt ist der Zeitpunkt, diese Dissonanz aufzulösen, diese Asymmetrie im Bild aufzulösen. All die Momente zuvor, all die Jahre zuvor, in denen diese Asymmetrie geherrscht hat, sichtbar war. All diese Momente, all diese Jahre der Dissonanz, der Asymmetrie haben eine Sehnsucht nach der Harmonie ausgelöst, haben ihren Zweck erfüllt, waren wichtig, um den Wert der Harmonie zu erkennen. Für dich, für den Betrachter, für alles, was ist. Und du kannst dir sicher sein, alles, was du in Harmonie wahrnimmst, auch wenn dein Kritikerauge, dein Kritikerblick bestimmte Mängel anzusetzen hätte, alles, was du als Harmonie wahrnimmst, trotz Mängel aus der Kritik, ist für alle anderen als Harmonie fühlbar. Du möchtest für die Fühlenden wirken, nicht den kritischen Verstand nähren. Fütterst du den kritischen Verstand, indem du versuchst, die Kritik auszuräumen, wird dieser noch spitzfindiger, noch kritischer, was bedeutet, dass du dich noch mehr im Detail verlierst. Begnüge dich mit der Freude des Herzens. Begnüge dich mit der Zufriedenheit, der Vollkommenheit in jedem Ausdruck. Begnüge dich mit der Dankbarkeit für das, was ist und folge der Inspiration, so wie sie der Öffnung deines Herzens entspricht. Wir danken euch für die Tiefe dieser Konversation. Wir freuen uns bereits auf unser nächstes Zusammenkommen. Du bist alles, was ist. Ihr seid alles, was ist. Ihr seid eins ineinander und eins in allem, was ist. Denn alles ist der Ausdruck des göttlichen Seins. Reine Liebe, vollkommenes Wohlwollen, Harmonie in Frieden. Wir lieben dich, wir lieben euch, wir lieben. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.